Du liebst Zimmerpflanzen, wohnst aber vielleicht nicht gerade in einem lichtdurchfluteten Penthouse oder deine Fensterbänke sind schon alle mit Pflanzen besetzt. Hier meine Favoriten für lichtarme Standorte, damit auch bei dir Dschungelfeeling Einzug halten kann. Zunächst aber müssen wir ja mal definieren, was bedeutet überhaupt lichtarm. Lichtarm heißt unter 500 Lux, geht eigentlich gar nichts bei Pflanzen. Lux ist eine Maßeinheit, die so ein bisschen auf das menschliche Auge getrimmt ist, nicht aber auf die Pflanze. Trotzdem ist es ein gutes Maß. Wie kann ich es messen? Na, ganz einfach. Es gibt für die Handys eine App. Damit kann ich die Lux messen. Es gibt auch spezielle Geräte, aber mit der App komme ich schon mal ganz gut klar. Unter 500 Lux brauche ich Kunstlicht, da gibt es auch spezielle Lampen. Über 500 Lux fangen so die ersten Pflanzen an. Und die zähle ich euch jetzt mal hier auf. Ja, warum haben Pflanzen denn überhaupt unterschiedliche Lichtansprüche? Eigentlich müsste man ja sagen, je mehr Licht, desto besser, denn so mehr Photosynthese können sie betreiben und umso besser wachsen sie. Naja, aber wir haben ja unterschiedliche ökologische Nischen. Ökologische Nische bedeutet, die meisten Pflanzen hier kommen ja aus den tropischen Regionen. Es gibt Pflanzen, die oben wachsen, die brauchen viel Licht. Unten kommt wenig Licht an, aber da gibt es auch Spezialisten für, die mit diesem wenigen Licht klarkommen. Und das sind die Pflanzen, die wir hier brauchen. Zum Beispiel das Einblatt. Und genau dieses Einblatt hier, das gehört zu meinen absoluten Favoriten. Warum? Na, es ist eine wunderschön blühende Pflanze, die auch immer wieder sicher blüht. Punkt 1. Punkt 2, es gibt sie in unterschiedlichsten Größen, von 20, 30 cm bis hin zu 1,5 Meter mit großen Blättern. Sie ist nahezu unverwüstlich, wenn man nicht zu viel gießt, denn das mag sie überhaupt nicht. Auch ein toller Vertreter der Aaronstabgewächse ist Aglaonema, der Kolbenfaden. Wenn man ganz genau hinguckt, hier ist nämlich zufällig mal eine Blüte dran. Wenn man die Blüte sieht und sieht dann die Blüte von Spathiphyllum, da kann man schon die Verwandtschaft gut erkennen. Während Spathiphyllum eigentlich eher grüne, vielleicht noch grün-weiße Blätter hat, haben die Aglaonema hier wunderschön gefärbte Blätter. Die zieren also nicht durch die Blüten, sondern durch ihre tollen Blätter. In Pinktönen, in Rottönen, in Weiß gesprenkelt. Große Vielfalt für den Schatten. Häufig sind es gerade die kleineren Pflanzen, die unter den großen im Schatten über den Boden kriechen. Zum Beispiel, hier kennt jeder eigentlich, Chlorophytum, die Grünlilie, nahezu unkaputtbar. Oder die Tradescantia hier, die Dreikantblume, finde ich auch. Es gibt ganz schöne neue Sorten mit gestreiften Blättern, kann man auch sehr schön in Ampeln pflanzen. Wir haben den Baumfreund Philodendron, da gibt es auch neue Sorten, wie hier Pink Princess, Orange Prince, die ganz tolle Farben haben, auch eher klein bleiben, aber im Alter eigentlich am natürlichen Standort an den Bäumen hochwachsen, sich an die Stützen. Farne natürlich sprichwörtlich eher für lichtarme Standorte. Grünlaubige Sansevierien, zu denen sagt man glaube ich auch Studentenpflanzen, weil sie so anspruchslos sind. Oder hier die Maranten, die wunderschön über den Boden kriechen und alle ohne Blüten, aber mit einem ganz tollen Blattschmuck. Von XS zu XL. Es gibt auch Palmen für den Schatten. Hier die Kentia-Palme, Howea forsteriana. Super dankbar, super unempfindlich, nur nicht zu viel gießen. Vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal gehört. Ist eigentlich eine sehr alte Pflanze, die Diefenbachia. Genau die richtige Pflanze fürs lauschige, ein bisschen schattige Plätzchen am Sofa. So, und hier, die ist nahezu unkaputtbar. Eine Schefflere, eine Schefflerie amate. Wunderschönes Laub, wächst ganz gleichmäßig, ganz schön, kriegt man eigentlich nicht kaputt. Und ich finde, sie macht so wirklich so ein richtig tropisches Feeling. Die Pflanze hier hat vielleicht ein bisschen angestaubtes Image. Der Name ist auch so ein bisschen komisch, Epheutute, Epipremnum aureum oder Epipremnum pinnatum. Ich finde aber, sie ist eine wunderschöne Pflanze, hat eine tolle Blattfarbe und man kann ganz leicht aus ihr neue Pflanzen machen, nämlich Stecklinge schneiden. Sieht man hier oben sehr schön an dem Moorstab, die bildet ganz schnell wieder neue Wurzeln hier abgeschnitten, nochmal eingesteckt ins Substrat, kann man sie wunderschön vermehren und seine Nachbarin oder seinen Nachbarn beglücken. So, und hier kommt noch eine, wenn nicht die beliebteste Zimmerpflanze der vergangenen Jahre, die Zamie. Zamioculcas zamiifolia, kommt aus dem Osten Afrikas, ist ein Aaronstabgewächs, wir erinnern uns, hier Spathiphyllum.
und eigentlich die Allzweckwaffe für alle Standorte in der Wohnung. Die verträgt nämlich Sonne, die verträgt Schatten und ist extrem robust. Und wenn sie mal zu groß ist, dann kann man sie auch teilen und hat 2 neue Pflanzen. Wenn euch meine Dschungeltipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.